Hallo liebe Zuschauer von Phoenix Reisen TV. Ja, für viele Gäste ist es schon ein ungewöhnlicher Anblick unserer Amadea. Und es kommt ja auch nicht allzu häufig vor, dass wir im Trockendock liegen. Aber alle paar Jahre gehen unsere Schiffe, so auch unsere Amadea, zur Beauty-Kur. Und wie das Ganze im Hamburger Hafen in der Werft abläuft, das schauen wir uns jetzt an. Die Amadea erstrahlt wieder an so vielen Stellen im neuen Glanz. Heute geht es wieder los zur großen Afrika-Reise. Wir wollen die Zeit bis zur Abfahrt so ein bisschen nutzen, um eine kleine Inspektion zu machen. Michael, wenn wir uns mal so die 3 Wochen Werfzeit noch mal vor Augen rufen, was ist genau passiert, was wurde gemacht und wie war es? Oh, das war eine gute, knackige Zeit, wie immer. 3 Wochen, in denen über 1000 Mitarbeiter oder Arbeiter an Bord werkeln und versuchen, das Schiff eben in allen Bereichen voranzubringen. Top neu und wirklich super gelungen. Also mir gefallen sie wahnsinnig. Ich hoffe, unseren Gästen auch, sind die Kabinen, die jetzt auf Deck 4 und Deck 5 komplett neu gemacht wurden. Allein das Arrangement der Möblierung, die vielen Stauflächen. Es gibt viele Haken zum Aufhängen. Es wurde an so vieles gedacht. Die Kabinen haben neue Betten bekommen, die aber auch als Tagessofa nutzbar ist. Neue Dekoration, Vorhänge. Auch das Badezimmer in den Kabinen ist komplett neu und alles wirklich auf dem neuesten Stand. Also das ist schon richtig schick geworden, aber auch vor allem praktisch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, die Kabine ist wirklich ein Highlight. Daneben sind viele andere Kabinen auch gemacht worden, also auch die Junior-Suiten, die haben große Flatscreens bekommen. Es wurden viele Kabinen angegangen, die es wirklich nötig hatten auch. Also da werden, glaube ich, auch die Gäste sehr, sehr froh drüber sein, weil viele Gäste haben ihre Lieblingskabine und möchten dann auch, dass ihre Kabine dann auch immer eben vorangebracht wird. Daneben wurden in allen Kabinengängen auch die Handläufe gemacht und alle Kabinentüren im Schiff. Also die Kabinentüren sind jetzt wesentlich dicker. Man hat, also ist kuschelig ruhig in der Kabine und es sind halt auch Sicherheits- und Feuerbestimmungen, die mit diesen Türen zusammenhängen. Ja, und dann geht es weiter in die öffentlichen Räume. Also da haben wir dann vor allem hier, wo wir uns befinden gerade, das Restaurant Amadea neu gestaltet, komplett entkernt und neu aufgebaut. Ich denke, die Gäste werden das dann auch, die Stammgäste der Amadea, sehr schätzen, denn wir haben wirklich komplett neu möbliert, neu dekoriert, Böden, die Tapeten, die Wände, vor allem die Buffetstrecken sind neu gemacht worden, mit mehr Platz auch. Das Konzept ist wirklich jetzt wesentlich platzfreundlicher geworden und die ganze Technik, die dahinter steckt, auch die Beleuchtung. Und ganz toll auch, das Amadea-Restaurant hat jetzt auch einen Windfang bekommen. Also das heißt, der Gast, der vom Lido-Deck reingeht, der geht erst durch einen Windschott, um dann eben nicht die Gäste, die drin stehen, mit viel Zugluft zu stören. Also das wurde auch installiert. Also die Möbel in diversen Bars wurden angegangen und zum Beispiel in der Harry's Bar, unserer Zentrumsbar direkt bei der Showlounge dort, sind die Wände gemacht worden und die Bebilderung ist neu, während dann in der Copernicus Bar neue Sitzgelegenheiten installiert wurden, auch mit den Hinweisen unserer Gäste. Also zum Beispiel, wir hatten dort die Copernicus Bar ja erst in der letzten Werft gemacht, aber dann haben wir festgestellt, dass die Sitztiefe der Sofas zu tief ist, gerade für die Damen, wenn die dann im Rock oder auch beim Gala dann eben sich dort hinsetzen wollen, dann haben wir das eben aufgenommen bei uns, eben diese Hinweise, und haben das justiert jetzt durch andere oder verbesserte Sitzgelegenheit. Und auch die Jupiter Bar draußen, also unsere Open-Air-Bar-Location, hat auch neue Möblierungen bekommen, auch da unter Mithilfe der Gäste, so dass sie sich eben auch wohlfühlen, wenn sie draußen sitzen. Und unsere sogenannte Gebetsmauer ist zurückgebaut worden. Also wir haben den Ausblick auf das Achterschiff eben jetzt wieder geöffnet, weil auch da der Hinweis war, warum guckt man immer auf diese Dekowand am Pool, die ja eigentlich eine Schutzwand war für die Gäste, die schwimmen wollen. Aber das haben wir jetzt ein bisschen zurückgebaut, sodass eben das Achterschiff wieder freier ist für den Blick nach hinten raus. Genauso ist die Bibliothek neu bestückt worden. Der Jamaika-Kursraum, der ja auch viel genutzt wird durch Kurse oder auch für Besprechungen, ist komplett neu gemacht worden.
Also die Showlounge braucht immer neueste Technik und der Genuss für die Gäste soll schön sein. Es soll nicht nur laut sein, es soll qualitativ hochwertig sein. Wir haben ja auch ganz tolle Showveranstaltungen, eine tolle Künstlertruppe und neben zum Beispiel einem neuen Beamer, neuesten Modell ist eben so, dass auch Vorträge und Lektorate ganz toll dargestellt werden können, haben wir einen neuen Bühnenvorhang oder neue Vorhangdekorationen auch anfertigen lassen. Und so ein Bühnenvorhang, also da habe ich selber mal ziemlich überrascht geguckt, als ich gesehen habe, dass so ein Bühnenvorhang mal eben locker 20.000 € kostet. Das ist schon irre, ne? Das war sie, die Beauty-Kur von MS Amadea. Jetzt fährt sie wieder für Sie rund um den Globus und ich bin mir sicher, bei Ihrem nächsten Besuch werden Ihnen auch das Restaurant Amadea, die öffentlichen Bereiche und auch die schicken Kabinen auf Deck 4 und 5 ins Auge stechen. Wir sind jedenfalls begeistert, lassen auch Sie sich vom einmaligen Charme eines echten Traumschiffes mitreißen. Bis bald hier auf MS Amadea.